Hier, Shio-Kochi ist fertig. Hallo, Nico hier, ich freue mich, dich zu sehen. Falls du noch nicht weißt, was Shio-Kochi ist, unbedingt dranbleiben. In diesen Shio-Kochi, da lege ich gleich Schweineschultersteaks ein, dann fermentiere ich die da drin für 24 Stunden und danach kommen die auf den Grill. Und ich sage dir, das Ergebnis, das wird so unfassbar lecker. Das Fleisch schmeckt danach so ähnlich wie das Schweinefleisch von diesen Iberico-Schweinen, die nur mit Eicheln gefüttert werden. Das ist unfassbar lecker. Legen wir los. Machen wir das leckerste Schweinesteak der Welt. Ich habe dieses Video vor allem gemacht, um den fantastischen Shio-Kochi noch bekannter zu machen. Ein Werbevideo für Shio-Kochi sozusagen. Einfach, weil ich ihn so toll finde und du hoffentlich danach auch. Shio-Kochi wird aus Reiskochi, Salz und Wasser hergestellt. Nach etwa 7 Tagen ist der Reis so weit fermentiert, dass man ihn pürieren und für weitere Fermentationen nutzen kann. Meine bevorzugte Anwendung ist damit, Fleisch zart und super aromatisch zu machen. Du kannst Shio-Kochi selber machen, wenn du Reiskochi hast. Den kannst du natürlich auch selber machen, vor allem im Sommer ist das gar nicht schwer. Du kannst Shio-Kochi auch schon fertig kaufen. Aber wo bleibt denn da der Spaß? Wie du Kochi-Reis und Shio-Kochi selber machen kannst, habe ich schon in 2 separaten Videos beschrieben. Den Link dafür habe ich unterhalb vom Video in der Infobox. Aber schau dir erstmal an, wie die Enzyme vom Shio-Kochi wirken. Danach hast du bestimmt Lust darauf, beides selber zu machen. Ich habe hier Schweineschulter in kleine Steaks geschnitten und lege sie für 24 Stunden in den Shio-Kochi ein. Dafür wiege ich mir das Fleisch ab und gebe 10% vom Gewicht des Shio-Kochis dazu. Also ich habe hier 767 Gramm Fleisch und gebe daher 76 Gramm Shio-Kochi dazu. In dieser Zeit spalten die eiweißverarbeitenden Enzyme, die sogenannten Proteasen, die großen Eiweißmoleküle, vor allem Kollagen, in kleinere, geschmackvollere Peptide und Aminosäuren auf. Um genau zu sein, in Asparaginsäure und in Glutaminsäure. Ja, genau, da kommt das Wort Glutamat her, wie in dem berühmten Geschmacksverstärker. Und Asparaginsäure ist Bestandteil des Süßstoffs Aspartam. Dadurch wird das Fleisch mürbe gemacht und der Geschmack verbessert sich. Ich kann wirklich nur sagen, wenn du das mal gemacht und erlebt hast, du wirst fasziniert sein. Ich meine, ich finde das so unglaublich, wie dieser Reis alles, was man da hineinlegt, butterzart und aromatisch macht. Also nicht nur Fleisch, auch Gemüse. Wenn du da Möhren drin einlegst, werden die noch süßer, als sie schon sind und bekommen ein irres Umami-Aroma. Das ist total krass. Unbedingt ausprobieren. Sei bitte so lieb und drück kurz den Daumen nach oben Knopf, weil dann das Video auch anderen YouTube-Nutzern angezeigt wird. Und der Nico möchte doch so gerne, dass möglichst viele Menschen den Shio-Kochi kennenlernen. Da der Shio-Kochi schon salzig ist, braucht man die Steaks danach nicht weiter zu würzen. Einfach den Shio-Kochi etwas abstreifen und braten oder grillen. Du musst dann nur aufpassen und das Fleisch häufig wenden, da das Eiweiß nach der Fermentation wesentlich schneller und besser bräunt. Du kannst die Steaks auch 5 Tage im Shio-Kochi lassen. Sie werden nie zu weich, nur noch leckerer. So, das wird heute keine geschmackliche Überraschung, weil ich weiß ja, was mich erwartet. Das wird einfach nur lecker werden. Aber ich kaue dir trotzdem gerne ein vor. Allein schon jetzt beim Schneiden und allein schon vorher, wenn du das machst, was ich wirklich absolut empfehlen kann. Wenn du das Fleisch auf den Grill legst, der Geruch, der beim Braten, der beim Grillen entsteht, ist ein völlig anderer als der, den du sonst gewohnt bist. Also allein schon daran wirst du merken, da ist was anderes. Und jetzt beim Schneiden, es ist schon super einfach zu schneiden. Ja. Wie gesagt, wie das Fleisch von diesen Iberico-Schweinen. Mega lecker. Ich kann wirklich nur empfehlen, unbedingt ausprobieren. Besorg dir Kochi, mach deinen Kochi selber. Das Video dazu hier nochmal. Oder besorg dir Kochi und dann mach deinen Shio-Kochi daraus. Und dann marinier dein Fleisch damit in Zukunft. Ob Schwein oder Geflügel oder was auch immer. Also das wird einfach nur lecker, kann ich sagen. Ich hoffe, du hast jetzt eben ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und das zu machen. Ich muss das jetzt hier ganz dringend essen. Verabschiede mich daher, bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in diesem. In einem von den beiden, die da zumindest gleich erscheinen. Das gesagt, Nico ist weg. Steak essen. Tschüss. Hier, ab in die Küche. Shio-Kochi selber machen. Steaks marinieren. Tschüss.